asked me to give you a story, tell you a story. Narendra hat mich gebeten, euch eine Geschichte zu erzählen. And I'd like to speak to you about Yajñavalkhya. Und ich werde gerne mit euch über Yajñavalkhya sprechen. He's one of the more enigmatic personalities in all of Vedic history. Eine der enigmatischeren Persönlichkeiten der vedischen Geschichte. 53 different texts mention his name. 53 verschiedene Texte nennen seinen Namen. He's a big part of the big Upanishad, the Brihadaranyaka Upanishad. Er ist ein großer Teil dieser Brihadaranyaka Upanishad. He is considered the prime sannyasi, the prime renunciate. Und er wird als der so hauptsächliche Sannyasi, Enthaltsame genannt. And his name means a life of sacrifice. Und sein Name bedeutet ein Leben des Opfers. And really that's what our lives are, isn't it? It's a life of sacrifice. Und das ist doch, was unser Leben ist, ein Leben des Opfers. If we're yogis, we sacrifice to some higher ideal. Und wenn wir ein Yogi sind, dann opfern wir uns einer höheren Idee. Mundane people, we just sacrifice for the sake of the body, just to be born and to live and fulfill its needs. Und einfachere Menschen sozusagen, die opfern dann nur für den Körper und den einfacheren Bedürfnissen. Yajñavalkhya's first teacher was this Vaishpayanam. Und Vaishpayanam war sein erster Lehrer. He was the one that narrated the Mahabharata, the big Mahabharata. Und dieser hat die Mahabharata erzählt. And he's also the personality behind one of the important Vedas, the Yajna Veda. Und er ist auch eine der Persönlichkeiten hinter einer der wichtigen Veden, der Yajna Veda. So he and a group of rishis, a group of sages got together. Also eine Gruppe von Weisen ist zusammengekommen. And they made a vow. Und die haben einen Eid geschworen. That when they did this ritual, all of these rishis would have to turn up on time, disciplined, steady. Und dass all diese Rishis, diese Weisen zusammenkommen würden und zu studieren. But at the appointed time, it turned out this Vaishpayanam had some obligation he had to fulfill for his father. Aber dieser Vaishpayanam hatte wichtige Pflichten für seinen Vater zu erfüllen. And he didn't make it on time. Und er konnte es nicht rechtzeitig schaffen. The penalty for not making it on time was that you had to perform these rites as if you had killed a Brahmin. Und die Strafe war, dass man diese Riten so ausführen müsste, als würde man einen Brahmanen töten. You know, now if you did that, you'd be thrown in jail and they just forget about you. Und wenn man das jetzt tun würde, würden die einen ins Gefängnis schmeißen und dich vergessen. But then there were special rituals that you had to do, special expiatory acts. Aber da musste man noch spezielle Rituale dann machen. You would have to do great penance, tapas, austerities. Also große Askese musste man machen. One place it says that you would have to immerse yourself in a blazing fire with your head bowed 3 times. Also sie sagten zum Beispiel, man müsste sich in einem riesigen brennenden Feuer mit gesenktem Kopf begeben, 3-mal. So Vaishpayanam was not all that concerned. Und Vaishpayanam war nicht so besorgt darum. He said, "Listen, I'll have my disciples do it for me." Und er sagte, ja, ich habe meine Schüler, die das für mich machen. So he proposed it to his disciples. Also hat er es seinen Schülern vorgetragen. And Yajñavalkhya stood up. Und Yajñavalkhya ist aufgestanden. And he said, Guruji, I will do these great rituals. I will do these penances. Please don't ask the weaker disciples. Und Yajñavalkhya hat gesagt, bitte Guru, ich will das machen, ich will diese Dinge erfüllen und frag bitte nicht einen dieser schwächeren Schüler. His guru was incensed. He didn't like it. Und sein Guru mochte das nicht.
He said, "You're so arrogant, you're so conceited. How dare you stand up and expect to do this? Und er hat gesagt, du bist so arrogant, dass du hier so aufstehst und das erwartest, das zu tun. Give me back my teachings." Gib mir meine Lehre zurück. How do you give back teachings? Wie kann man die Lehre zurückgeben? So Yajñavalkhya threw up the teachings. They just spit it out. Und er hat sich der Lehre einfach übergeben, er hat sie rausgespuckt. All the other disciples got really excited. Und all die anderen Schüler sind wirklich sehr aufgeregt geworden. They turned themselves into little birds, little partridges, and they ate all the teachings. Und sind sie zu kleinen Vögeln geworden und haben diese Lehre. And now one of the great Upanishads are named after them, the Taittiriya Upanishad, off of the Taittiriya birds. Und eine der größeren Upanishaden, Taittiriya Upanishade, wird danach benannt, nach den Vögeln. But what's Yajñavalkhya going to do? Aber was wird Yajñavalkhya He tun? has no more learning now, he has no more teachings. Er hat nichts mehr zu lehren. So he had to search another guru. Also musste er nach einem weiteren Guru suchen. And he did these great penances for a long time, stood on one leg, and he did lots of pranayama, and he would move to Yoga Vidya, and he would just do a lot of... Also er würde diese großen Askesen lange Zeit machen, auf ein Bein stehen, Pranayama, zu Yoga Vidya ziehen. And sure enough, Surya, the sun, taught him the great Veda. Und dann letztlich hat im Surya die Sonne ihm die Veda gelehrt. So this one now is called the White Yajurveda, Also wird das jetzt die weiße Yajura-Veda genannt. and the other one that he spit up is called the Black Yajurveda. Und die er ausgespuckt hat, wird die schwarze Yajura-Veda genannt. Then there's another anecdote about Yajñavalkhya in another Upanishad. Und dann gibt es eine weitere Anekdote in einer weiteren Upanishade. And the introduction to this Upanishad is that here's great self-knowledge. Und in dieser Upanishad wird gesagt, hier ist jetzt dieses große Wissen vom Selbst, That is attainable through reason alone. das nur durch Logik und Schlussfolgerung erreicht werden kann. No mystical states. Also keine mystischen Erfahrungen, No great devotional faith or dogma. keine großen hingebungsvollen, nicht großer hingebungsvoller Glaube oder Dogma, But just the reason that's sarva loka anubhava, that's just the reason common to all of us. sondern nur diese Logik und Schlussfolgerung, die uns allen gemein ist. So the story starts that this great emperor Janaka Also dieser große König Janaka wants to decide who is the best rishi in all the kingdom. möchte entscheiden, wer der größte Rishi im ganzen Königreich He ist. gathers 1,000 cows, Und so bringt er 1000 Kühe zusammen put 10 gold rings on each horn, und auf jeden dieser Hörner kommen 10 Goldringe. and the winner of these debates, they would have debates, Sie würden debattieren would take the cows, and they would be wealthy rishis. und der Gewinner würde all diese Kühe nehmen. So Yajñavalkhya is there among the half dozen or so others, Und Yajñavalkhya ist unter diesem halben Dutzend and he whispers to his disciple, und er flüstert zu seinem Schüler, "Take the cows and drive them home." nimm die Kühe und bring sie nach Hause. Sure enough, they drove the cows off, and the other sages were furious. Und sie haben die Kühe nach Hause gebracht und die anderen Weisen waren wütend. Again, the guy displayed arrogance, conceit. Und er hat wieder Arroganz und Conceit. He was egotistical. er war egoistisch. And the sage came to him and he said, "Do you think you're the best sage here?" Und einer kam zu ihm und hat gefragt, bist du der größte Weise hier? And he says, "No, I bowed to the greatest sage here. I just wanted the cows." Und er sagte, nein, ich verbeuge mich zu den größten Weisen. Ich wollte einfach nur diese Kühe haben. So I guess the message, these are two stories here where he's displayed this arrogance and conceit. Also die Botschaft hier, er hat jetzt zweimal diese Arroganz dargestellt. And I guess the message is that there's hope for us. Und ich glaube, die Botschaft ist, dass da Hoffnung für uns We're ist. allowed to be, a little bit impure, allowed to have some faults.
Also es ist uns erlaubt, dass wir vielleicht mal nicht ganz rein und ein paar Fehler haben. So then the debate started. Und die Debatte And begann. the debate, the first part of the debate was about ritual, about these yajñas, these formal homas that they do. Und die Debatte ging dann erstmal um diese Rituale, um diese früheren Homas zum Beispiel. And the spirit of these questions was how does the ritualist gain liberation? Und die Frage dieser Debatte war zum Beispiel, wie würde der Rituale ausführt, Befreiung erlangen? So Yajñavalkhya said the first one that speaks these mantras. Und Yajñavalkhya würde sagen, der Erste, der diese Mantren spricht. He must identify himself. He must meditate upon fire as speech. Und er muss sich mit dem Feuer als Sprache identifizieren. Fire is Agni. To meditate upon Agni as my speech. Und darauf meditieren von dem Feuer als Sprache. It's not my speech, it's Agni. I'm overcoming my individuality. Es ist nicht meine Sprache, es ist Agni. Ich komme über meine Identifizierung hinaus. Do this and the ritual gains a potency. Do this kind of meditation while you're doing the ritual and it will transform you. Tu das so und das Ritual wird Potenz erhalten. Next one, how do we overcome death? Time is constantly marching on. We do the ritual, day and night comes. Und die nächste Frage ist, wie können wir den Tod überkommen, darüber hinausgehen? Die Zeit geht immer weiter, Tag und Nacht geht vorbei. Meditate on the sun as embodiment of time, the eyes and perception as through the sun. Und meditiere auf die Sonne als die Verkörperung der Zeit und die Wahrnehmung ebenso. And indeed, time is just a function of what we think. Und tatsächlich, die Zeit ist nur eine Funktion von dem, was wir denken. We all think that we go through time, but time goes through us. Wir denken alle, dass wir durch die Zeit gehen, aber die Zeit, die geht durch uns. A moment ago, you were laughing about the vomiting up of these teachings. Vor einem Moment habt ihr noch darüber gelacht, über dieses Herausübergeben dieser Lehre. That exists in your mind. Das existiert nur in eurem Geist. A moment before that, just a moment ago, I said something else that's just past, just exists in your time, in your mind. Und vor einem Moment habe ich noch was anderes gesagt und auch das existiert nur noch in eurem Geist. But we think we move through time. Aber wir denken, wir bewegen uns durch die Zeit. So Yajñavalkhya said, meditate on the sun as your vision, so that when you see, it won't be you. You will be overcoming your individuality. Also er sagte, meditiere auf die Sonne. Can you repeat, please? Overcome your individuality. You'll see yourself as the deity of the sun. You'll see yourself aligned, identified with the Also wirst du dich als die Göttlichkeit dieser Sonne sehen und dich nicht mehr damit identifizieren mit der Zeit. Next is breath. Instead of thinking of yourself as breathing now, it's the divine breath. It's the breath of the universe. Das nächste ist der Atem. Anstatt zu denken, dass man atmet, ist das der Atem des Universums. So in this way, Yajñavalkhya was telling us to overcome the individual, how to overcome our individuality. Und so würde uns Yajñavalkhya erklären, wie wir unsere Individualität, wie wir darüber hinausgehen können. The debate continued. He won the debate and kept the cows. Also die Debatte ging weiter und er hat die Debatte gewonnen und konnte die Kühe behalten. Now he had a wife, Katyayani. Er hatte eine Frau, Katyayani, 4 sons with his wife. und 4 Söhne mit ihr. She was also a personality in the great Janaka's court. Und er war auch eine Persönlichkeit bei Janaka. But there came another woman, Maitreyi, Und da war auch noch eine zweite Frau, Maitreyi, who heard Yajñavalkhya's teachings die auch Yajñavalkhyas Lehre gehört hat and said, I want to learn that. I want to be his student.
Und die hat gesagt, ich möchte das lernen, ich möchte sein Schüler sein. But she was only 18 years old. Aber sie war nur 18 Jahre And alt. she would not have been allowed to sit and listen to him to be a student. Und es wäre ihr nicht erlaubt, bei ihm zu sitzen und seine Schülerin zu sein. Clever girl said, I know what to do. Ein cleveres Mädchen und hat gesagt, ich weiß, was zu tun ist. I will marry the guy. Ich werde diesen Typen heiraten. Not so easy, he was already married. Nicht so einfach, er war bereits verheiratet. So she went to his wife Also ging sie zu seiner Frau. and said, let's figure this out. Lass uns mal gucken, lass uns das herausfinden, wie das geht. And somehow she convinced his wife that she wanted the teachings. That's what she was interested in. She was a sincere student. Und irgendwie hat sie seine Frau überzeugt, dass sie einfach diese Lehre kennen wollte. Sie wollte eigentlich einfach sein Schüler sein. And sure enough, the three of them lived happily ever after. Und so ging es weiter und sie haben glücklich zusammengelebt. Devoted to the teachings, devoted to the teachings. Mit Hingabe zu dieser Lehre. Every night they would sit and meditate, they would read the text, they would discuss the text. Und jeden Abend würden sie zusammen sitzen und meditieren und die Texte diskutieren. It's a noble life, another lesson for us, how to have marital bliss. Sein edles Leben und eine gute Lehre, wie man Wonne in der Ehe haben kann. You know, there was this in Wilmington, Delaware. There was this DuPont Circle scientist that used to be close to our organization. Da war irgendwo ein Wissenschaftler, der unserer Organisation nahestand. And he would have a family, and he would run a yoga center. He was a very successful a scientist. Und er hat ein Yoga-Studio geleitet und er war ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler. He invented this material many years Und ago. eine Familie hatte er. He invented this material that stretched, you know, for clothes. Er hat so einen Stoff erfunden, der sich dehnt, so einen Stoff. But the great thing was that he would sit with his wife and his child every night, and they would sit and meditate and chant. Und mit seiner Frau und seinem Kind würden sie jeden Abend sitzen und meditieren und chanten. All he needed was a second wife, and he'd be perfect. Und er brauchte noch eine zweite Frau. So then at some point, Yajñavalkhya said, I'm going to renounce the world. He was the prime sannyasi. Und irgendwann hat Yajñavalkhya gesagt, ich werde der Welt entsagen. And I'll give to both of you, my wives, I'll give you all of my wealth. Und euch beiden, meiner Frauen, werde ich meinen ganzen Reichtum geben. Katyayani said, thanks a lot, I appreciate it. Katyayani hat gesagt, oh, vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. But Maitreyi said, no. If you give me all this wealth, will it give me absolute fulfillment? Maitreyi hat gesagt, warte mal, wenn du mir all diesen Reichtum gibst, wird er mir das komplette Erfüllung geben? If you give me all this wealth, will I not want anything else in life? Und wenn du mir all diesen Reichtum gibst, werde ich nichts mehr anderes im Leben wollen? Will it fill me with bliss? Wird es mich mit Wonne füllen? And Yajñavalkhya said, no, the money can't do that. Und Yajñavalkhya hat gesagt, nein, das kann Geld nicht tun. Then Maitreyi said, I don't want it. Dann sagte Maitreyi, dann will ich es nicht. You can't leave, I won't let you leave. Dann kannst du nicht gehen, ich will nicht, dass du gehst. Unless you teach me. Außer du lehrst mich. So the next part of the Upanishad is some of the most beautiful literature in the Upanishads. Und der nächste Teil der Upanishad ist einer der schönsten Literatur der ganzen And Upanishaden. the teaching of Yajñavalkhya starts out saying, Und die Lehre von Yajñavalkhya fängt an, indem er sagt, you don't love your husband for the sake of your husband. du liebst nicht deinen Ehemann für den Ehemann, You love your husband for the sake of the self. sondern du liebst den Ehemann aufgrund dir selbst. You don't love your child for the sake of your child. Du liebst nicht das Kind aufgrund des Kindes, You love for the sake of the self. sondern aufgrund von dir selbst. You don't love the world for the sake of the world. Und du liebst auch nicht die Welt aufgrund oder für die Welt, sondern aufgrund von dir selbst. You love for the sake of the self. Aufgrund des Selbstes. Beautiful message. Wunderschöne Botschaft. It means that all of these things, the husband is the self, the child is the self, the world is the self.
Das heißt, der Ehemann ist das Selbst, die Welt ist das Selbst, das Kind ist das Selbst. Looking upon our own individual abstracted self as what the world is, who we are, opposed to the husband, opposed to the child, is ignorance, it's suffering. Und als uns selbst, als Individuum zu sehen, in Gegenstellung zu der Welt, dem Ehemann, dem Kind, das ist Unwissenheit, das ist Leid. After this wonderful consideration, Yajñavalkhya said, the self is to be heard. Und nach dieser wunderschönen Darstellung sagte Yajñavalkhya, das Selbst, das muss gehört werden. It is to be reflected upon. Darüber muss reflektiert werden. The self is to be meditated on. Und darüber muss meditiert werden. Shravana, manana, nidhyasana. Shravana, Manana, Nididhyasana. And with that, the self is to be realized. Und dadurch wird das Selbst realisiert. Know it, know all to be only the self. Kenne alles als das Selbst. And thus, Yajñavalkhya goes down in history as one of the great sages of the Upanishads, sages of India. Und Yajñavalkhya ist in die Geschichte eingegangen als einer der großen Weisen.